Also Eduard könnte zufrieden sein, wenn er uns jetzt so reden hört. Warum? Weil wir uns Sorgen machen. Ja, das ist doch genau das, was er will. Aber den Gefallen, den werden wir ihm nicht tun. Seit ich hier bin, habe ich nur Streit und Zwietracht in die Familie gebracht. Und so kann das nicht weitergehen. Was soll das heißen? Ich will nicht noch mehr Schaden anrichten und deswegen habe ich mich entschlossen, Königsbrunn wieder zu verlassen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber du hast doch gerade noch gesagt, wie froh du bist, wieder hier zu sein. Das stimmt ja auch, Becky. Mit deinem blöden Misstrauen machst du alles kaputt. Ihr solltet Sebastian keinen Vorwurf machen. Und ich tue es auch nicht. Wir müssen einfach akzeptieren, dass er mir nicht glauben kann. Das hat ja wohl auch nicht so viel mit Können zu tun, sondern eher mit Wollen. Ich auch. Er ist unser Vater. Er ist kein Mörder. Ach, und das weißt du? Sebastian, bitte. Moment mal, warum tun hier eigentlich alle so, als sei ich derjenige, der nicht richtig tickt? Was wissen wir denn schon über ihn? Nichts? Er könnte uns doch alles Mögliche Ach, erzählen. jetzt hör endlich auf, Papa Dan was zu unterstellen. Kein Wunder, dass er gehen will. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich werde mir eine kleine Wohnung suchen. Du willst also wirklich ausziehen? Wer will ausziehen? Unser Vater. Warum? Es ist das Beste. Jetzt sag doch was. Wenn er sich lieber verziehen will, als uns die Wahrheit zu sagen, bitte. Ich meine, klar kenne ich meinen Vater kaum. Aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Lügner und Mörder sein soll. Das glaube ich auch nicht. Trotzdem, die Fragen, die Sebastian stellt, sind nicht ganz abwegig. Dein Bruder ist Rechtsanwalt. Es ist sein Job, misstrauisch zu sein. Und was, wenn er recht hat? Ach, jetzt pass mal auf. Weißt du, wie die Typen im Gefängnis deinen Vater immer genannt haben? Wie denn? El Buen Alemann. Der gute Deutsche. Er hat sich immer um alle gekümmert, denen es nicht so gut ging. Den Kranken gab er Medizin und die Neuen hat er vor den Alteingesessenen beschützt. Naja, und genauso habe ich ihn auch kennengelernt. Dein Vater, der ist ein guter. Ja, das glaube ich auch. Aber Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? ich habe keine Ahnung. Er ist mein Vater, aber logisch betrachtet. Jetzt lass doch mal die Logik weg, du Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass dein Vater so lange einsaß, aber ein Mörder ist er definitiv nicht. Meinst du echt? Danke. Gut, dann bis morgen. Ja, bis dann. Auf Wiedersehen. Ja, das ist euer Anwalt? Na und? Sieht schlecht aus. Ja, aber wir hoffen trotzdem auf eine Verurteilung. Es hängt viel davon ab, ob Eduard Anschuldigungen gegen Gregor vorbringen wird. Natürlich wird er das. Dass ich ihn in diesen Keller gesperrt habe, wird er gegen uns vorbringen. Ja, aber dazu muss er auch erst mal kommen. Und Breuer wird das schon verhindern. Hoffentlich. Ich verstehe es nicht. Der Typ bringt unseren Hubschrauber zum Absturz. Dann versucht er mich zu ersticken. Und nur weil ich ihn eine Nacht lang an so einen blöden Stuhl feste, soll er davonkommen, oder was? Ja, aber das ist nicht gesagt. Das hast du gehört. Unsere Verteidigung steht. Die Klägerseite kann keinerlei brauchbare Beweise vorlegen. Im Gegensatz zu uns. Eine lückenlose Dokumentation sämtlicher Blessuren und seelischer Verletzungen, die Gregor Mandel zugefügt hat. Ein ärztliches Attest ist immer gut. Und die Kabelbinder mit seinen Fingerabdrücken. Ich werde beweisen, dass Eduard dich zu diesem bekloppten Duell gezwungen hat. Aber wenn wir Pech haben, ist das nicht mal versuchter Totschlag. Gregor, bitte mach dich nicht verrückt. Breuer ist ein fähiger Anwalt. Der aber ohne Beweise auch nichts ausrichten kann. Wenn wir wenigstens diesen Restaurator hätten. Ja, ich habe auch schon versucht, ihn zu erreichen, aber keine Chance. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Super.
Der einzige Mensch, der bezeugen könnte, dass Eduard das Bild gefälscht und gestohlen hat. Aber dass er versucht hat, euch umzubringen, das konnte er auch nicht beweisen. Das nicht, aber es würde seine Glaubwürdigkeit erschüttern. Genauso wie die Entführung von Gregor. Gott, ich wäre so froh, wenn das alles vorbei wäre. Das wird schon. Die Gerechtigkeit siegt doch immer. Tut sie das? Wahrscheinlich müssen wir einfach daran glauben. Bitte sehr, die Herrschaft. Vielen Dank. Danke sehr. Trotzdem sollten wir uns davon nicht zu viel versprechen. Ich weiß. Deshalb habe ich uns einen verlässlichen Zeugen organisiert, der sämtliche Aussagen vor Gericht bestätigen wird. Sie haben jemanden gekauft? Dafür könnten Sie ins Gefängnis kommen. Ich denke, Sie wollen gewinnen. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Schließlich bin ich Ihre Anwältin. Na dann, zeigen Sie mir, dass Sie Ihr Geld wert sind. Das bin ich. Frau Linse, mein Mann würde gerne in unserer Suite zum Mittagessen. Gerne. Ludwig, Na, du suchst also wirklich nach einer Wohnung? ja, ich habe sogar schon was Passendes gefunden. Ja. Also wegen Sebastian, es ist nicht einfach für ihn. Ich hatte wohl gehofft, dass die erste Wiedersehensfreude länger anhält. Die kommt bestimmt auch wieder. Naja, jetzt habe ich es mir bei Sebastian ganz verscherzt. Er hält mich nicht nur für einen Lügner, sondern für einen Feigling. Dann bleib und red noch mal mit ihm. Ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Komm, bitte, red noch mal mit ihm. Ich meine, Papa versteht bestimmt, dass du ein bisschen Zeit gebraucht hast, bis du ihm glaubst. Ich brauche aber keine Zeit, ich brauche Beweise. Aber unser lieber Vater ist anscheinend nicht gewillt, uns diese zu liefern. Aber dann... Du kannst ihn doch nicht einfach von hier weggehen lassen. Ach, jetzt pass mal auf, ja? Wie bitteschön soll ich jemandem vertrauen, der nicht mit der Sprache rausrückt? Es tut mir leid. Vielleicht will er uns einfach schützen. Schützen? Wovor denn? Davor, dass wir schon früher erfahren, dass er ein Mörder ist? Er ist kein Mörder. Rebecca, wir drehen uns im Kreis. Ich will doch nur nicht, dass er von hier wegzieht. Bitte, Sebastian. Also dieses Salsa-Kombo ist ja wohl echt der Hammer. Vor allem Lied 5. Sollen wir gleich mal reinhören? Klar, gehen wir zu mir oder zu dir? Kommt drauf an, wofür. Na, zur Musik hören, was denkst du denn? Nichts, gar nichts. Echt? Natürlich. Schau mal hier. Eine Kartenlegerin. Sollen wir da mal hin? Ich dachte, wir wollten Musik hören. So ein schönes junges Paar. Wollen Sie nicht wissen, was Ihnen die Zukunft bringt? Danke, wir lassen uns ja lieber überraschen. Ja, aber so eine kleine Vorahnung, das hat doch was, oder? Sag bloß, du stehst auf sowas. Quatsch, aber es klingt doch irgendwie spannend. Na gut, schaden kann's ja nicht. Dann mal los. Von Lahnstein hier. Ich habe gerade Ihre Wohnungsanzeige gelesen. Ach, schon vergeben. Ja, schade. Danke. Das muss doch nicht sein. Das hier ist doch unser Zuhause. Becky. Das ist dein Zuhause. Und das von Helena und Tristan und Sebastian und von Lydia. Aber meins ist es schon lange nicht mehr. Aber es kann es doch wieder werden. Ich meine, Sebastian sieht bestimmt bald ein, dass er dir glauben kann. Und dann wird alles viel einfacher. Ich habe einfach Sorge, dass Sebastian und ich nicht gut miteinander auskommen, solange er mir so misstraut. Und ich will mich nicht andauernd mit ihm streiten und möglicherweise ganz verlieren. Darum geht's also. Was meinst du mit darum geht's? Nein, nichts. Nichts? Was ist los, Becky? Du hast Angst, Sebastian zu verlieren, aber Aber? ich bin dir egal. Ach,
Prinzessin, die verliere ich doch nicht nur, weil ich hier nicht wohne. Alle sind erfolgreich und ich bin voll der Loser, hab keinen Job, noch nicht mal einen Freund, nicht. Aber Becky, nur weil jemand einen Beruf hat oder Geld verdient oder verheiratet ist oder gerade frisch verliebt, deswegen ist er mir doch nicht lieber als du. Oh, das ist doch Unsinn. Irgendwie ist alles schiefgelaufen in letzter Zeit. Und dann bist du gekommen und ich habe gedacht, jetzt wird alles besser. Das wird es auch. Das verspreche ich dir. Auch wenn wir nicht unter einem Dach wohnen. Überraschung. Hey, gut, dass du kommst. Setz dich bitte. Ich würde ganz gerne noch mal unsere Aussagen anpassen und überprüfen. Aber das haben wir doch schon 100-mal. Hey, du hast vorher doch gehört. Die Karten für eine Verurteilung gegen Eduard stehen schlecht. Und deswegen möchte ich wenigstens, dass unsere Aussagen hieb- und stichfest sind. Aber das sind sie doch. Das... Hätte ich ihn nicht in diesen Keller gesperrt, hätten wir jetzt nicht dieses Problem. Hey, es ist nicht gesagt, dass die Entführung überhaupt zur Sprache kommt. Ne? Ja, aber hast du vergessen, dass Eduard uns genau damit gedroht hat, wenn wir nicht für ihn aussagen? Ja, gut. Du hast recht. Dann bleibt uns nur noch eins zu hoffen, dass der Richter erkennt, was für ein Mensch Eduard ist und dass er einem das Leben zur Hölle machen kann. Das Problem ist nur, dass Eduard ein Baron ist. Und ich bin ein Bürger von der Stange mit einer nicht sehr schmeichelhaften Vergangenheit. Gregor, es bringt nichts, wenn du dir jetzt schon Sorgen machst. Für die Anwesenden wird sich das anhören, als würden wir denen irgendwelche Lügenmärchen erzählen. Hubschrauberabsturz, Mordversuch. Ich meine... Hier, Was ist das? Ablenkung. Kletterschuhe. Kletterschuhe. Ich kann nicht klettern. Na und, dann lernst du's. Ich sage dir, es gibt nichts Besseres, um den Kopf freizukriegen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde mich jetzt nicht noch irgendwelche Wände hochhangeln. Nein. Die nächste Karte ist die wichtigste für die Zukunft. Und welche ist das? Die Liebenden. Na, das ist doch gut, oder? Wenn man dran glaubt, klar. Wenn es gut ist, dann glaubt man doch auch daran. Andi Fritsche erklärt die Welt. Sie sind ein gutes Paar. Ihre Beziehung ist stark. Das zeigt mir auch die nächste Karte. Ihre Stärken. Na, siehst du? Super. Entschuldigung. Kein Problem. War's das? Ja, ja. Das war alles. Aber da fehlt doch noch eine Karte. Hier, in der Mitte. Nein, wir sind fertig. Okay, dann danke. Ciao. Bist du jetzt beruhigt? Ja, auf jeden Fall. Du etwa nicht? Doch, total. Jetzt, wo ich weiß, dass uns keiner was kann und dass wir eine so starke Beziehung haben. Wirklich, red doch noch mal mit deinem Vater. Vielleicht sagt er dir, was passiert ist. Nein, oder mir warum. reicht's. Wenn er reden will, kann er gerne zu mir kommen. Echt so stur. Ist es wirklich wahr? Papa will ausziehen? Ja, und ich bin der Buhmann, schon klar. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen? Okay, nochmal für alle. Ich habe ihn nicht gezwungen, dass er geht. Aber ehrlich gesagt ist es mir auch egal, ob er geht oder bleibt. Er war 15 Jahre lang nicht hier und wir sind sehr gut ohne ihn ausgekommen. Gut ist relativ. Du warst ja wohl ziemlich überfordert. Ach, Tristan, es tut mir leid, dass du nicht ideal betreut worden bist. Aber beschwer dich bitte bei ihm und nicht bei mir. Ach, und wo du schon dabei bist, frag doch mal, warum er sich nie gemeldet hat. Hallo, er hat doch gesagt, dass er uns Briefe geschrieben hat. Die dann irgend so ein Gefängnisdirektor abgefangen haben soll. Das kann doch jetzt jeder behaupten. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Und wie sehr der euren Vater vielleicht gehasst hat. Drüben herrschen übrigens auch andere Sitten, ja? Da kommst du mit deiner deutschen Juristengerechtigkeit nicht weit. Und noch was. Dein Vater hat vielleicht nicht viel Persönliches erzählt, aber dass er seine Kinder wahnsinnig vermisst hat, das war im Gefängnis ein offenes Geheimnis. Du machst das super. Und trotzdem wieder runter. Was, du bist ja noch nicht mal ansatzweise oben. Bis nach oben sind es ja auch noch 200 Meter. Das
Es sind höchstens 17. Außerdem, es ist allemal besser, als über Eduard und unseren Prozess nachzudenken. Was ist bitte schon besser an einem Genickbruch, hm? Wieso? Dir kann doch überhaupt nichts passieren. Versicher dich doch. Hey. Das ist wirklich nichts für mich. Ja, das habe ich vom Schwimmen auch gedacht und jetzt mache ich es richtig gerne. Schwimmen ist ja wohl auch was anderes, als so eine bescheuerte Wand hochzuklettern. Außerdem sind Menschen nun mal keine Bergziegen. Aber Fische oder was? Luise. Gregor, vertrau dir doch einfach. Ich nur zu Hause geblieben. Hi. Na, ihr zwei? Cappuccino? Nee, wir wollten direkt hoch. Ah, ich schätze, Christian und ich gehen heute Abend besser ins Kino. Warum das? Eigentlich wollten wir nur Musik hören. Ja, dann hören wir natürlich gerne mit. Waren eigentlich nervige Mitbewohner das, was diese Kartenlegerin meinte, als sie von äußeren Einflüssen sprach? Ihr wart bei einer Kartenlegerin. Sagt bloß, ihr glaubt an so einen Schwachsinn. Das war nur just for fun. Glatt gelogen. Andi war total heiß drauf. Dabei hat sie das Ganze noch nicht mal richtig gemacht. Weil sie deiner Meinung nach eine Karte vergessen hat. Genau, sie ist nämlich die eigentliche Tarot-Expertin. Ja, und deshalb weiß ich ja auch, dass zu dem Stern, den sie uns legen wollte, 5 Karten gehören. Da spricht ein Profi. Jeder, der sich ein bisschen mit Kulturgeschichte befasst hat, weiß das. Jetzt, wo du es sagst. Jedenfalls hat in die Mitte noch eine Karte gehört und die hat sie einfach nicht gelegt. Und welche Karte hat da noch gefehlt? Das sind die Schwierigkeiten und Hindernisse, die einem, in dem Fall uns beiden, im Weg stehen. Wer ist da nur so gegen euch? Ich verstehe sowieso nicht, dass dieser Ludwig überhaupt noch auf dem Schloss rumhängt. Wir können doch auch hier unseren Kaffee trinken. Ah. Wenn wir zurück sind, ist mein lieber von den Toten auferstandener Onkel hoffentlich verschwunden. Ach ja, wer hätte gedacht, dass sich die wiedervereinigte Familie so schnell zerstreitet? Ist nicht einfach, wenn man so lange weg war. Ach komm, jetzt kein Mitleid, ja? Ein Malt Whisky und einen Sherry, bitte. Gerne. Aber er tut mir wirklich leid. Bitte? Wir waren kurz davor, die ganze Mischpoke ein für alle Mal loszuwerden. Und auch dieser Ludwig auf den Tantig, wie kann der dir bitte schön leid tun? Er ist der Einzige, der mir keine Vorwürfe macht. Ach, daher weht der Wind. Vielleicht solltest du aufhören, sentimental zu sein und lieber darüber nachdenken, wie wir seine Kinder auch noch loskriegen. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Denn falls du es vergessen haben solltest, wir haben nichts mehr zu sagen. Elisabeth hat uns in der Hand. Ich bitte dich, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich mich von der erpressen lasse. Vielleicht im Moment ober Wasser, aber wart mal ab, bis Ludwig verschwunden ist. Dann werden wir sehen, wer im längeren Hebel sitzt. Ja gut, dann komme ich mir die Wohnung um 10 Uhr anschauen. Dankeschön, wieder. Ich denke, dass ich mir einfach nicht sicher bin, was ich glauben soll. Und das ist nicht persönlich gemeint. Ich weiß. Es ist eben viel Zeit vergangen und wir kennen uns gar nicht wirklich. Es war sicher nicht einfach für euch. Und für dich als Ältesten erst gar nicht. Plötzlich warst du der Mann im Hause und musstest dich um die Kleinen kümmern. Du musstest stark sein und Mama unterstützen. Sie ist in meinen Armen gestorben. Mein Gott. Das wusste ich nicht, wie furchtbar. Ja. Noch furchtbarer ist es, dass wir dann Waisen waren. Oder zumindest gedacht haben, es zu sein. Das hätte ich euch gerne erspart. Hast du aber nicht. Ja, weil ich nicht konnte. Du konntest nicht. Oder wolltest du nicht? Ich konnte nicht. Jeder normale Mensch, der unschuldig im Gefängnis sitzt, der kämpft darum, seine Unschuld zu beweisen. Aber vielleicht warst du ja ganz recht so. Also musstest du immerhin nicht zu uns zurückkommen und Verantwortung übernehmen. Komm schon! Eins noch, dann hast du es geschafft! Was? Eins noch, dann
Ja. Na, ihr Zwerge, kommt hoch, wenn ihr was wollt. Sei mal nicht so übermütig. Das war eine Anfängerroute. Ja, da kommt jetzt die Profistrecke. Wir holen dich jetzt mal runter, okay? Einfach fallen lassen. Fallen lassen. Keine Angst, das hat er im Griff, glaub mir. Spaß gemacht, Ah, da oben anzukommen war der Hammer. Ja, ich weiß. Danke, dass du mich dazu gezwungen hast. Gerne. Sebastian, warte doch. Sebastian. Egal, ob Rebecca wieder Albträume hatte oder Helena die Grippe oder Tristan wieder irgendeinem Mitschüler einen dummen Streich gespielt hat, kümmern musste ich mich um all das. Dabei habe ich immer gedacht, dass ich das alles nicht gut genug mache. Und dass die 3 richtige Eltern verdient hätten. Und nicht nur so einen nervigen älteren Bruder. Der vielleicht auch abends gern mal weggegangen wäre oder seinen Rausch ausgeschlafen hätte. Du hast recht. Ich war weder für dich noch für deine Geschwister da, als ihr mich gebraucht habt. Das tut mir leid. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde der Vater sein, den ihr verdient habt. Und ich bleibe hier, wo ich hingehöre. Bei euch. Ich krieg dich noch. Ich bin gleich Erste. Ich krieg dich. Ich wusste gar nicht, dass du so eine kleine Werkzeuge bist. Schlimm? Solange du nicht anfängst zu meckern wie eine. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Dieses komische Abseilen. Ja. Bereit? Warte mal. So, bereit. Kannst du nicht aufpassen, du Penner? Entschuldigen Sie bitte, ich muss wohl gestolpert sein. Regen Sie sich nicht auf. Was machst du hier? Ich wollte nur sehen, wie stark eure Nerven sind. Verschwinden. Gerne. Aber denkt dran, beim nächsten Mal landet ihr nicht so weich. Bist du okay? Naja, ist gut. An eurer Stelle würde ich mir wirklich gut überlegen, welches Risiko ich eingehe.